Willkommen zum Namas University im Gespräch, Folge 21 zum Thema Verträge. Wir alle schließen konstant Verträge und wir schauen heute mal in unser privates Umfeld. Wir werden sehen, was sollten wir uns genauer anschauen. Auch von mir herzlich willkommen. Wir haben das Thema gewählt, weil wir hier an kritische Punkte kommen, wo jeder von uns nicht gerne hingucken will. Und wir möchten auch keine privaten Dinge ansprechen, aber eher Systemisches, was wir in unseren Partnerschaften oder Ehen finden, was wir bei unseren Eltern finden, unseren Geschwistern, was wir finden in der weiteren Verwandtschaft und bei unseren Ahnen. Wenn wir täglich unsere Integrationsarbeit machen, kann es sein, dass sich da Dinge versteckt halten, von denen wir uns gar nicht bewusst sind. Mm, Wir Die wir sind nicht mal alle, ahnen. wir sind alle, sag ich mal, in Ja. etwas reiferem Alter, ohne auf Alter eingehen zu wollen. Und jeder von uns hatte irgendwann eine Partnerschaft oder eine Ehe oder vielleicht eine zweite oder dritte. Und da verstecken sich Dinge. Woher kommt Ehe? In unserer christlichen Kultur ist sie entstanden aus der katholischen Religion heraus, damit Kreuzritter, die die Pilger auf dem Weg nach Jerusalem beschützten, wenn die also nicht wiederkamen, dass Frau und Kinder dann das Land, das Eigentum zur Verfügung hatten. Es war also ein Sicherungssystem. Aber die eigentliche Bedeutung, die kommt weit vorher. Eingeführt ist es von den Anunnaki, die hier lange Zeit auf der Erde extrem aktiv waren, mit dem Ziel, das göttlich Weibliche zu unterdrücken. Als ich das verstanden habe, habe ich erstmal tief durchgeatmet. Du überrascht mich jetzt heute auch sehr. Aber Eigentlich ja, müssen wir das nicht klingelt. überrascht sein. Mhm. Und dann habe ich mir angeschaut, wie funktioniert in unserer Gesellschaft Partnerschaft, Schrägstrich Ehe. Was ist das Vertragliche, das wir ausgesprochen oder unausgesprochen akzeptieren? Und ich habe mal zusammengesammelt meine Erfahrungen im Umfeld rundgucken, in dem, was öffentlich ist, und gesagt, was ist der grundlegende Vertrag? Und ich möchte bitten, alle, die zuhören und zuschauen, denkt da mal einen Augenblick kritisch drüber nach. Das kann wehtun, da hinzugucken. Mit was für eine Intention bin ich in eine Partnerschaft oder Ehe gegangen? Ging es darum, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, Bedürfnisse jedweder Art? Ging es darum, dass beide sagten, jeder macht sein Ding und wir geben einander Halt? Ging es darum, sind da deutlich ausgesprochen oder Verträge über, wer liefert hier was in diese Beziehung? Gibst du mir das, was ich brauche und ich umgekehrt? Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir halt. Oder wir haben einfach eine schöne Zeit zusammen und der Rest ist egal. Wenn ich zurückgucke in die Generation vor uns, dann habe ich viele Ehen gesehen, das waren Notgemeinschaften. Meine Eltern sind Kriegsgeneration. Das sind Notgemeinschaften gewesen. Und die haben auch extrem lange gehalten, weil sie in einem ganz anderen Verständnis sind. Wenn ich heute sehe, wie Ehe kommerzialisiert wird und wurde, das Fest, das man haben muss und was auch immer dazugehört, Hm. wenn wir uns angucken, wie ist dann wirklich in der Realität das Miteinander?
Gibt es einen Partner, der überwiegt auf der finanziellen Seite? Welcher Partner überwiegt auf der Fürsorgeseite, auf der sich kümmern Seite, die in unserer Gesellschaft ein göttlich-weibliches Element ist und in weiten Kreisen entweder nicht bezahlt ist in der Partnerschaft oder in unserem sozialen Gefüge, in sozialen Dienstleistungen sehr schlecht bezahlt ist. Also, dass es hier um das Unterdrücken von göttlich-weiblichen Fähigkeiten dient. Und damit meine ich nicht automatisch weiblich. Es kann ja auch ein Mann sein, der starke göttlich-weibliche Fähigkeiten hat. Also Wenn ich ja, im mit Grunde dem, immer geht es um so eine Art Deal zwischen zwei. ja, ganz So. brutal, ist ein Mhm. Vertrag. Mhm. Und was für ein Mhm. Ding habe ich da Ja, unterzeichnet? ja. Guckt mal bitte in eure Vertragskammer Mhm. und Mhm. schaut nach Verträgen, erste Ehe, zweite Ehe oder Partnerschaften, die davor oder danach kamen. Was ist, brutal gesagt, der Transaktionsstatus da? Und gilt der denn noch, auch wenn die Beziehung schon beendet ist? Wenn der Vertrag nicht beendet ist? Ich kann mich ja zum Beispiel in der Ehe scheiden lassen, aber der darunterliegende Vertrag, der kann trotzdem noch existieren, weshalb zum Beispiel ich in der Folge exakt wieder die gleichen Partner kennenlerne und mich dann wundere, warum ich keine Fortschritte mache. Mhm. Okay. Oder wenn ich im Umkehrschluss allein bleibe, weil ich mir das nicht wieder antun will, dann ist vielleicht da noch ein Vertrag, den ich erstmal ausräumen muss. Wenn ich aber Also, nicht ja. weiß, dass es den gibt, dann kann ich den ja auch nicht in Händen halten und gucken, was da steht. Also, um mich zu befreien, mit der Intention in die Vertragskammer gehen, alles, was mich beeinträchtigt, mein Wachstum, mein Glück, meine Erfüllung, auch meine Seelenaufträge im Thema Beziehung. Also, Ja, guck da mal bitte alle mhm, hin. mhm. Kann mir vorstellen, dass da, Ängste auftauchen. Wenn ich das jetzt mache, schwupp, verschwindet mein Partner dann, weil das alles so nicht mehr stimmt. Ich würde das mal anders formulieren. Wenn ich da einen Vertrag habe, der mir in der Essenz nicht dienlich ist, dann ist auch die Beziehung mir in der Essenz nicht dienlich, wenn sie darauf aufbaut. Und wenn ich diesen Vertrag breche, dann ist das Erste, was geschehen wird, dass ich mit meinem heutigen Partner oder Ehepartner vielleicht mal anfange, über die Substanz der eigenen Beziehung miteinander richtig zu reden. Das heißt ja dann nicht, dass jemand verschwindet, aber es heißt, dass wir zum Pudelskern kommen. Ja, es gibt Veränderungen, die Ja. man ganz bewusst dann jetzt auch gestalten kann. Mhm. Das, wie ich zu Anfang sagte, das sind heikle Themen. Mhm. Und wenn ich merke, ich komme mit gewissen Dingen nicht voran, irgendwas im zwischenmenschlichen Bereich, Partnerschaften, Eltern, Geschwister, Verwandte, wirft mich immer wieder aus der Bahn, dann guckt da bitte hin. Geht in die Vertragskammer, guckt da bitte ganz genau hin. Und wenn ich das Glück habe, dass mein Partner auch sich spirituell weiterentwickelt und Integrationsarbeit betreibt, dann ist es natürlich noch besser, oder? Wenn beide das machen. Es geht Mhm. dann darum, dass ihr euch zusammensetzt und sagt, was ist die Essenz unserer Partnerschaft, unserer Ehe? Ist es vielleicht deutlich mehr als eine Transaktion? Also wir können das Ja, Ding dann auch auf neue Füße stellen. ja. Schwer Neue Füße wird's, in der 5. und höheren Dimension, kann man ja, sagen. Mhm. schwer wird's, wenn man einen Partner oder Ehepartner hat, der von dem ganzen Zirkus nichts wissen will. So, das ist nicht mein Ding. Dann kann ich den Weg alleine gehen, wissen, dass das diese Beziehung beeinflussen wird. Ich muss da nicht hingucken in meine Vertragskammer. Ne? Ich kann das auch beiseite schieben. Aber es hilft, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich zumindest mal gucken gehe, was sich da so angesammelt hat. Ja,
Also wir haben ja viele Studierende an der Namas University, die weiterkommen wollen, die schon lange etwas machen, aber das Thema haben sie sich vielleicht noch nicht so tief angesehen und auch noch nicht so tief daran gearbeitet mit den Mitteln, die wir jetzt haben. Also lohnt es sich. Lasst uns ehrlich sein, das ist ein sehr heikles Thema Partnerschaft, Mhm. insbesondere für Frauen, weil Frauen, die keinen Partner oder haben oder nicht verheiratet sind, da klebt ein gesellschaftlicher Makel dran. Und in meine eigene Kraft zu kommen und zu sagen, ich definiere mich nicht über die Partnerin von oder die Ehefrau von, heißt, in meine volle Kraft zu kommen. Ich kann trotzdem in der Ehe oder in der Beziehung sein, ohne mich klein zu machen für etwas, was ich nicht bin. Ja. Wow. Also ich kann nur im Rückblick sagen, wenn ich keine Partnerschaft hatte, war ich freier. Ja, Ja, konnte mich besser entfalten. Volle Kraft. Ja, also guck gilt auch es jetzt bitte, hinzugucken, volle Kraft auch in der Beziehung. Logische ja, Konsequenz. oder auch, wenn das zu einer Trennung kommt oder einer Scheidung, dann ist es wichtig, einander auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, ich lasse deins bei dir und meins bei mir, wissend, da lief ein Vertrag, den haben wir beide unterschrieben. Und Mhm. egal, was für ein Verhalten daraus fortgeflossen ist, einer hat was getan, anderer hat was nicht getan. Einer fühlt sich als Opfer, anderer als Täter. Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Nein. Also auch so ein Muster, das sich durch Beziehungen zieht. Ich bin hier immer diejenige, die zubuttern muss, oder ich bin immer derjenige, der dies muss. Das ist ein Vertragsmuster, was dahinter steckt. Mehr nicht. Seht es als das und urteilt nicht. Aber Mhm. entscheidet bewusst, ob ihr das noch wollt oder nicht. Wie sieht es denn mit dem Thema Eltern aus? Also da ist das ja auch ein großes Konfliktgebiet zum Teil. Mir ist über die Mhm. Jahrzehnte etwas aufgefallen. Ich habe immer wieder den Satz gehört, so wie meine Mutter will ich nicht werden, nicht. Oder wie mein Vater. Und wenn man dann mehr über diesen Menschen und die Eltern erfuhr, dann kam ganz häufig, ja, aber du bist doch genauso. Oder zumindest du verhältst dich genauso. Mhm. Wo habe ich Verträge mit Vater, Mutter oder Eltern, die mich zu einer in Anführungsstrichen Kopie gemacht haben? Zumindest in Teilen des Lebens. Und ist das ein Vertrag, der mir dienlich ist oder der mir vielleicht nicht dienlich ist? Wie ist er verbunden an meine Seelenaufgabe? Unsere Eltern übernehmen ja eine bewusste Rolle, warum wir durch sie inkarnieren, also durch die Gebärmutter exakt dieser Mutter in diese Welt gekommen sind. Ja. Was hat das für unseren Lebensweg zu bedeuten? Und welche dieser Verhaltensmuster, die brauche ich, um genau das tun zu können? Und welche sollte ich bitte loslassen? Und dann vielleicht Mhm. nochmal zurückkommen auf Partnerschaft. Welche Verhaltensmuster der Eltern in Partnerschaft habe ich von mir gewiesen? Und welche habe ich gesagt, oh, das ist aber gut. Wo sind diese unausgesprochenen Dinge? Mhm. Ja, und wir müssen wissen, diese energetischen Verträge, wir haben ja schon drüber gesprochen, die wirken einfach durch uns, ob wir es wollen oder nicht. Ja, Solange wir sie nicht ansehen, auflösen, integrieren, wirkt es immer weiter. Und also mir hat mhm. geholfen ein eigener Erkenntnisprozess, meine Mutter und ich in diesem Wechselspiel. Und dann habe ich bestimmte Dinge erkannt und ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Das ist 15 Jahre her. Mhm. Und dann habe ich mich erst hingesetzt und meiner Mutter einen langen Brief geschrieben, so nach dem Motto, ich bringe das jetzt mal für mich in Worte. Ja. So, das ist das Wertvolle und das will ich nicht. Interessanterweise, meine Mutter ist 30 Jahre älter als ich, die war damals um die 75 und ich bin zu ihr und hatte den Brief in der Hand und dann fand ich das
peinlich und habe gesagt, Mami, ich habe dir ja was geschrieben, aber eigentlich will ich dir das sagen. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst, wie du reagierst. Mhm. Und das Tolle war, ich habe das dann nicht vorgelesen, aber wir sind die Punkte durchgegangen. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ach Kind, das ist immer diese Aussprache, ach Kind heißt immer, da kommt jetzt was sehr Vertrautes. Sie sagt, ach Kind, ich finde gut, dass du das anders machst. Aber ich bin jetzt 75, 76, weiß nicht mehr genau. Ich mache mir die Mühe nicht mehr. Ist das für dich okay? Und all meine Ja. Panik löste sich auf. Mhm. Aber Du weil hast, ich ja. mich verletzlich zeigte, hatte sie Mhm. überhaupt kein Bedürfnis, irgendeine Verteidigungshaltung aufzubauen. Mhm. Mhm. Ja, es hat nur mit dir zu tun. Sie hat einfach ihre Aufgaben erfüllt und es ist an Ja, dir, für dich etwas zu tun. Mhm. ja. Also auch hier bitte der Rat, guckt hin, Ja. nehmt in Dankbarkeit die Teile der Verträge an, die euch binden, euch dienlich sind, auch, wir kommen gleich noch zu, in der Ahnenreihe, und lasst gemeinsam los, was es nicht mehr braucht. Mhm. Thema Verträge mit Kindern. Ja, Hm. wer bin ich in der Beziehung zu meinen Kindern? Und jetzt werfe ich einfach mal ein paar Begriffe in den Raum. Hm. Bin ich ein Ermöglicher und gebe relativ viel Freiheit an diese Kinder, sich selber zu entfalten? Bin ich der Finanzierer bis hinein ins Hotel Mama? Bin ich der Helikopterschutz, der dieses Kind vor allen Unbillen bewahren will, selbst wenn sie inzwischen 40 sind und vielleicht noch zu Hause wohnen? Wo klammer ich und projiziere in mein Kind vom anderen Geschlecht, also mir gegenübergestellt, das, was ich vom eigenen Ehepartner nicht bekommen habe oder nicht bekomme? Welche Verträge schließe ich mit meinen Kindern, um meine eigene Bedürfniswelt zu befriedigen? Und was gebe ich meinen Kindern oder was nehme ich ihnen damit? Wow. Das ist ja auch wieder, also, 'ne Aufgabe für ein paar Wochen. So hört es sich jedenfalls an. Ich habe selber Mhm. keine Kinder, ich habe 4 Mhm. Patenkinder, sehr, sehr unterschiedlich. Und Mhm. diese Gespräche führen wir auf Augenhöhe. Mhm. 2 sind Mitte 20, die anderen sind noch in dem Alter, wo das nicht geht. Aber diese Gespräche braucht es. Ja. Und jeder, also ich sehe das bei den Menschen in meiner Familie, bei Menschen in meinem Freundeskreis, die Eltern sind, die folgen einem Muster, was es heißt, Eltern zu sein. Einem gesellschaftlichen Muster oder dem erlernten Muster. Ja. Den eigenen Mhm. Bedürfnissen, die in Mhm. dieses Kind projiziert werden. Mhm. Hat aber mit diesem Kind nichts zu tun, wenn ich nicht weiß, weshalb das Kind hier ist. Mhm. Ja, Wow. kommen wir vielleicht zu Geschwistern. Meine Erfahrungen sind, Geschwister sind Helfer und Wegweiser in einer völlig anderen Art. Die zeigen uns, die machen uns stark, die schubsen uns von etwas weg. Und da die mit uns auf Augenhöhe sind, sind sie auch Rivalen um Aufmerksamkeit der Eltern. Ja. Hm. So, was habe ich? Ich habe 2 Geschwister. Was habe ich mit denen für Verträge geschlossen? Ich bin mir da heute relativ klar drüber. Und wir reden auch miteinander darüber. Hast du diese Verträge aufgearbeitet? Musstest du welche lösen? Ich habe keine gelöst, aber Mhm. ich habe sie in Gesprächen aufgearbeitet. Mhm. Uns bewusst machen, warum gehen wir wie miteinander um? Warum habe ich welches Bild von meinen Geschwistern?
Welche Welt spiegeln meine Geschwister mir, zu der ich keinen Zugang habe? Und das soll auch so sein. Meine Schwester ist eine alleinerziehende Mama. Das ist in der deutschen Gesellschaft grenzwertig. Von jemand mit einer universitären Ausbildung, alleinerziehende Mutter, kostet irre viel Kraft, kriegt nur noch Arbeitsplätze in Teilzeit, weit unter der eigenen Qualifikation. Das ist eine Welt, die ist real. Zu der habe ich keinen Zugang. Ich bin keine alleinerziehende Mutter. Aber du Und das brauchst ist dieses ein Wissen. irrer Mhm. Spiegel Mhm. für Mhm. mich. Mhm. Dieser Teil der Gesellschaft wird nur in der Randnotiz irgendwo erscheinen. Mhm. Mhm. Gut, das ist für jeden unterschiedlich, welche Aufgabe die Geschwister haben. Sehr spannend. Also Also, es lohnt mhm. sich wirklich da Mhm. reinzugucken und auch mit den Geschwistern zu reden. Mhm. Gut, wenn was häufig vorkommt, die Geschwister nicht mehr miteinander reden oder einen ausgegrenzt haben oder was auch immer, dann hilft es, diese Verträge erstmal zu lösen und zu sagen, das schüttelt sich dann schon wieder. Mhm. Weil wenn ich in meine Stärke gekommen bin, dann ist es für mich auch leicht zu sagen, ich kann vergeben und vergessen. Und wenn sich die Möglichkeit vortut, die Gelegenheit, dann kann ich wieder zusammenkommen. Aber ich muss nichts forcieren. Und wir müssen ja unsere Seele nicht, also unsere Seele sagt uns vielleicht konkret, was da drin steht in dem Vertrag, vielleicht auch nicht. Und dennoch, sie wird uns sagen, dieser Vertrag, der beeinträchtigt dich, deine Weiterentwicklung. Ich möchte diese und jene Klauseln rausnehmen. Also wenn ich zum Beispiel diesen Drang habe und sage, ich will unbedingt ein gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern haben und ich kann tun, was ich will, das ist gerade nicht möglich. Mhm. Vielleicht auch aufgrund der Partner meiner Geschwister oder der Ehegatten meiner Geschwister oder der Überforderung, in der eines meiner Geschwister sich befindet. Nichts forcieren ist hier das Wichtige. Es Ja. fügt sich wieder zusammen, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann darf ich auch erstmal für eine gewisse Zeit loslassen und sagen, die Verträge, die wir bisher hatten, die breche ich. Und dahin kommt dann irgendwann ein Vertrag, den wir beide bewusst neu gestalten. Es ist ja auch, wir sind ja aufgefordert, jetzt auch die Dinge so zu akzeptieren, wie sie jetzt sind und nicht wieder irgendwelche Zweifel aufzubauen, sondern im Vertrauen zu sein. Und wenn wir seelengeführt sind, es hat alles seinen Sinn, so wie es genau jetzt ist. Alle Menschen, die ich kenne, die spirituell wirklich engagiert unterwegs sind, die stoßen auf Schwierigkeiten mit Geschwistern und das Gleiche gilt für einen Freundeskreis. In Liebe erstmal loslassen. Fügt sich wieder, wenn es sich fügen soll. Ja, das muss man lernen, Ja, das genauso anzunehmen und zu akzeptieren. Wie sieht es mit der weiteren Verwandtschaft aus? Also bei uns war es so, früher so auf dem eher so aus dem ländlichen Gebiet. Man sah sich öfter, bestimmt einmal im Monat. Alle saßen zusammen, alle kannten sich, alle haben sich getroffen. Es gibt ja auch ja, Familien, die sehr groß sind. Wenn ich denke an zum Beispiel indische Familien, also man gehört einfach zusammen. Man geht auch zur Heirat des entferntesten Cousins. ja, das gehört dazu, weil Mhm. Entertainment besteht nicht darin, dass man in irgendeinen Freizeitpark fuhr, sondern die Mhm. Großfamilie kam zusammen und bei Ja. irgendeinem wurde dann gekocht und man hatte halt Geschirr für 24 Personen, weil die kamen immer alle. Ich kenne Mhm. das ähnlich, bei uns Ja. waren es nicht ganz so viele. Mhm. Was ich heute sehe, ist, da gab es Lichtgeber und Lichtesser. Oh. Mhm. Will sagen, wir haben als, sag ich mal, grobe Faustregel, Katharina, neulich mal darüber gesprochen, dass ich ein Lichtgehalt habe, ein Gehalt von Dunkelheit und irgendwas im Schattenreich. Und wir haben gesagt, jenseits von 70% Licht fängt also an mit
upstairs zu kommunizieren und ab 90 Prozent ist es stabil. So, was sind Mhm. dann noch die restlichen zwei? Die Dunkelheit, wo jeder von uns einen Fitzel von hat, 1, 2, 3%. Und was ist das andere? Ja. Und bei dem anderen hängt es sehr stark davon ab, mit was sich unsere Verwandtschaft beschäftigt und in welchen Kreisen die unterwegs sind. Ich bin neulich auf ein Beispiel gestoßen in anderem Kontext. Da hatte jemand 2% Licht, 3% Dunkelheit und 95% dunkles Karma und dunkle Verträge. Puh. Ja. Und das war ein Mann, der sich in Machtzirkeln aufhielt und zu Geheimgesellschaften gehörte. Mhm. Dass der in Geheimgesellschaften tätig war, wusste niemand in der Familie. Mhm. Und jedes Mal, wenn der zu Familientreffen kam, sog der Licht ab. Ja, da kommen unsere Zuschauer bestimmt und Zuhörer bestimmt auf Beispiele. Also man nennt das ja auch Energievampire, oder? Nehmt welchen Begriff ihr Mhm. immer wollt. Wer Mhm. saugt und wer gibt. Ja, ja. Und wenn ich zurückgucke in verwandtschaftliche Dinge, die ich aus eigener Erfahrung erlebt habe, in meinem Umfeld, in den Ländern, in denen ich gelebt habe, dann gab es immer diejenigen, die konstant gaben, sich bemühten darum, dass in Anführungsstrichen die Familie zusammenzuhalten. Mhm. Alles taten und waren diejenigen, die immer zu den Veranstaltungen kamen und nahmen. Und wenn die wieder gegangen waren, fühlte man sich energetisch leer, ausgepowert, ausgesaugt. Mhm. Mhm. Schaut mal bitte in eurer Vertragskammer da rein, was das in der weiteren Verwandtschaft war. Wie funktioniert das Gefüge? Wer ist Licht, kommt, um Licht zu holen, und wer gibt Licht? Und wenn das Licht eher in der Unterzahl ist, sagen wir mal so. Wird es schwer und mein persönlicher Rat ist, möglichst nicht hingehen. Mhm. Mhm. Nicht bevor ich in der Lage bin, mich an jedweden Ort zu begeben und mein Licht selber zu kontrollieren und mich nicht einzulassen auf diese Energien. Das braucht sehr viel Training und vor allen Dingen mentale Fähigkeit. Da fällt mir ein, mit der Sonnendiamant-DNA kann man ja auch sein eigenes Licht erhöhen, sofern man schon ein gewisses Maß erreicht hat. Ja, Mhm. Und das ist und eine deshalb haben wir Intention. die auch Mhm. gekriegt. Es geht Mhm. nicht darum, dass ich meine Verwandtschaft be- oder verurteile. Es geht darum, dass ich ein deutliches Bild habe, welche Dynamiken da geschehen. Ja. Und in der Vertragskammer frage ich dann wieder meine Seele und bitte sie darum, bitte zeige mir, was muss aufgelöst werden, was muss gebrochen werden, was Und mich was ist mir beeinträchtigt. dienlich? Was ist Mhm. mir dienlich? Mhm. Ja. Ich sag mal, ich erfinde jetzt ein Beispiel. Da kommt Mhm. immer Tantchen A und die erzählt nur von ihren Problemen. Beispiele, alle Arztbesuche und keiner versteht sie und es tut immer noch weh. Nach einer Viertelstunde kann man das nicht mehr ertragen. Und keiner will neben diesem Tantchen sitzen. Die ändert sich auch nicht mehr. Die Frage ist jetzt, was spiegelt vielleicht so eine alte Tante, die körperliche Schmerzen hat? Mhm. Was spiegelt sie, was ich nicht sehen will in meinem Leben? Weil ich noch ein jüngerer Mensch bin und deshalb weniger körperliche Probleme habe? Mhm. Oder spiegelt sie einfach nur einen untrainierten Geist, der seine eigenen Gedanken nicht kontrollieren kann? Wenn ich das kann, kann ich 15 Minuten neben Tantchen sitzen, ohne dass es mein Energiefeld beeinflusst. Und sehen, dass das Teil ihres selbst gewählten Weges ist, ob sie den versteht oder nicht. Mhm. Ja.
Ja, es ist eine Aufforderung, die Arbeit mit der Vertragskammer, äh, sein Leben, finde ich, philosophischer anzugehen. Ja, es ist reine Persönlichkeitsentwicklung, was wir machen. Es ist Lernen. Nimm ein Beispiel am anderen Ende. Da Mhm. kommt jemand zur Familienfeiern, nach außen hin erfolgreich, alles geschafft und keiner in der Familie hält mit. So, ich sag mal, das familiäre Beispiel von Klassentreffen, wo alle immer irgendwie nur beweisen müssen, wie Ja. toll sie es gemacht haben. Mhm. Hingucken, warum muss jemand so auftreten, um sich selber etwas zu beweisen? Warum darf jemand in diesem Kontext nicht einfach nur sein? Ich bin einmal zu einem Klassentreffen gewesen und danach nie wieder, weil ich diese Spielchen nicht mag. Ja, ja. Guck dahin. Also, Mhm. wenn ich so Mhm. jemanden in der Familie habe, welche Funktion in Anführungsstrichen Mhm. vertraglich Mhm. erfüllt diese Person in der weiteren Verwandtschaft? Mhm. Ist das jemand, um andere zu motivieren oder um sie arrogant klein zu machen? Ist das jemand, von dem die nächste Generation irgendwas lernen kann? Oder ist es genau das Gegenteil? Ist das abstoßend? Ich meine ja auch, gewisse Dinge sind so absichtlich platziert, damit wir eben lernen. Als wir, also die meisten von uns inkarniert sind, herrschte hier nun mal noch die Dunkelheit, die dunklen Kräfte, die hatten das Übergewicht und entsprechend viel Sagen hatten sie auch beim Erarbeiten dieser Konstellation. Deswegen lohnt es sich für jeden von uns da reinzugucken. Ja, Aber es hat uns stark gemacht. das stimmt. Das stimmt. Vielleicht zum Schluss noch Ahnen. Da gibt es die, sag ich mal, an die wir uns noch aus eigener Erfahrung erinnern. Und da gibt es die, an die wir uns nicht erinnern. Aber da gibt es Ketten von Verhaltensmustern, die basieren auf Verträgen. Da gibt es Ketten, Verträge, die da heißen Opferrolle, Arbeiter, benutzt werden. Da gibt es Ketten, die da heißen Macht haben, Macht ausüben, Einfluss ausüben, besitzen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ketten. Wir wundern uns zum Beispiel, warum es Familien gibt, die einen Politiker nach den anderen hervorbringen. Ganze Kette. Wir wundern uns, warum zum Beispiel früher es üblich war, dass Kinder von adligen Familien, also die Kinder, die nicht, sag ich mal, das Erbe antreten, warum viele davon im diplomatischen Dienst landeten. Gehörte sich von selbst. Welche Muster habe ich in meiner Ahnenreihe, die etwas Bestimmtes vorgeben, das ich vielleicht gar nicht mehr bin, aber das ich brauchte vielleicht, um die ersten Schritte zu machen? Ja, also auch dieser Blick in die Vertragskammer lohnt sich. Spannend, also wunderschöne Anregung, Martina, um sich zu befreien. Ja, um wirklich ich sein zu können in Mhm. dieser Zeit im Mhm. Frequenzsprung, um das leben zu können und auch beitragen zu können, um was es hier und heute geht. Spätestens seit 2012, seit dieser Frequenzsprung begonnen hat und viel intensiver seit 2017, ist uns ganz viel nicht mehr dienlich. Loslassen. Aber wenn Ja, ich weiß, was, wird es einfacher. ja, fantastisch, fantastisch. Also machen wir uns auf in die Vertragskammer. Immer wieder. Wunderschön. Eine wunderbare Anleitung und sehr gute Beispiele und Anregungen. Ja, macht bitte alle was Klasse. draus. Und Ja, wenn ihr nur mit einem kleinen Teil anfangt.
Wir sind alle gerade in einem riesen Erwachens- und Lernprozess. Jeder von uns. Apropos Erwachen. Ah, Apropos Erwachen, da haben wir doch noch was Schönes. war sehr spannend. Diejenigen, die der Namas University und dem Sanat Kumara schon länger folgen, ihr wisst vielleicht, ich war lange Zeit die einzige Stimme. Und im Jahr 2024 sind 5 weitere dazugekommen. Meine Kollegen Christina aus Kolumbien, Larissa, eine Ukrainerin, die in Israel lebt, Onum, ein Amerikaner aus Nigeria stammt, Sofian, eine aus Algerien stammende Französin und Victoria, eine Ukrainerin. Und der Sanat Kumara hat uns vor Ende Juli gepusht, unseren Erwachensprozess mit ihm zu beschreiben und darin 2 Dinge zu tun. Unsere Geschichte ehrlich auf den Tisch zu legen und die Ereignisse, mit denen wir konfrontiert waren, die im Moment der Erklärung bedürfen. Wie zum Beispiel, wie war das mit Lord Maitreya und den Primeavals? Was ist da passiert? Warum hat uns wer wann welche Steine in den Weg geworfen? Das haben wir nun geschafft. Die deutsche Fassung ist draußen. Es folgen 6 weitere in Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Ukrainisch und auch Hindi. Das ist in Arbeit, aber die deutschsprachigen haben jetzt nun mal einen kleinen Vorteil. Und dann dachte ich, dürfte jetzt tief durchatmen, um mich voll auf Band 4 der Chroniken zu konzentrieren. Katharina, du warst Teil davon. Unsere kosmische Mutter hatte was anderes im Sinn. Dieser Aspekt, den wir ganz zu Anfang heute besprochen haben, dass unsere göttlich-weiblichen Fähigkeiten zu empfangen, was wirklich unseres ist, und damit zu kreieren, die sind auf der Erde weitgehend unterdrückt. Und in den Integrationsgesprächen der letzten 14 Monate ist unser göttlicher Vater 2, 3 Mal eingeschritten und hat geholfen oder erklärt, aber unsere kosmische Mutter war nur, sag ich mal, hauchdünn da. Und sie hat uns überrascht, sowohl als Team von 4 als auch mich individuell vor 6 Tagen und hat gesagt, Martina, beziehungsweise Sanat Kumara, ich brauche jetzt eine Erlaubnis, dass du 4 Tage beiseite trittst und ich alleine durch Martina Portale malen kann in Aquarell zu meinen kosmisch-weiblichen Fähigkeiten des Empfangens und Erschaffens. Das heißt, sie war 4 Tage, 24 Stunden ohne den Sanat Kumara im Vollmodus mit der kosmischen Mutter. Energien, die ich in der Wucht und Intensität nicht gewohnt war. Du hast geholfen, Komal hat geholfen, mich stabil zu halten, Sofian hat geholfen. Komal war immer die Erste, die alle Aquarelle gesehen hat und dann auch aus ihrer Sicht das noch hinzugefügt hat zu meinem Verständnis, um zu wissen, bin ich hier richtig unterwegs? Und dann habe ich gedacht, so jetzt kann ich aber erstmal ausatmen, weil heute kommt unsere Kollegin und liebe Freundin Victoria aus der Ukraine nach Aachen. Und die kosmische Mutter sagt, nein, ich hätte das Ganze gerne in Englisch und Deutsch veröffentlicht, und zwar am 26. Oktober. Das ist Samstag. Also am Tag des Erscheinens dieser Sendung. Also ich hoffe, wir Wunderbar. kriegen das hin. Die Cover sind in Arbeit, die Texte sind in Arbeit dazu. Ich kann nur sagen, Martina, diese Portale haben eine Kraft. Es ist ja so sanft und subtil, aber es ist sofort da, das göttlich-weibliche, das kosmische weibliche Prinzip. Ich erkläre mich jetzt hier mal bitte neutral, weil es floss durch mich. Ja. Es war hochintensiv, aber der Verstand war auf 0.
Ein Glück. Kann durch diese Portale hindurchgehen und auf der Mhm. anderen Seite die Botschaft finden, die ich brauche. Und ich weiß, dass diese Botschaft für jeden Einzelnen von uns anders ist. Ich bin der kosmischen Mutter extrem dankbar für die Erfahrung und für die Möglichkeit, das beitragen zu können. Dir, Komal, Sofian, dass ihr mich während dieser 4 Tage stabil gehalten habt. Das war irre. Ja, also diese Energien, mit denen sich jede und jeder jetzt verbinden darf, die haben eine Kraft. Also schaut es euch an, wenn es euch interessiert, und wundert euch nicht, wenn ihr diese Kraft wirklich spürt, dass sie euch erfasst, wo ihr sagt, was ist das denn? Ja, aber sie ist für euch da. Ja, Sie ist für jeden von uns da. mir treten gerade die Tränen in den Augen. Ja, Ich ja, glaube, dass das das war jetzt genug möglich für ist. heute. Was machen Mhm. wir denn nächste Woche? Wir sprechen über Amaya, über die Erde. Heilung für die Erde. Ja, da hat die kosmische Mutter, glaube ich, auch ein Wörtchen mitzureden. Da ist sie dran. Mhm. Klasse. Vielen, Ich vielen danke dir, Dank allen. Martina. Ich danke dir, allen, die zugehört und zugeschaut haben. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss. Ciao.